Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines Laufrades der Firma Bikestar. Halten Sie sich stets an die vorgegebenen Montageschritte und lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Sicherheitshinweise durch. Beides finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Im folgenden Video wird die Montage des Bikestar 7 Zoll Holzlaufrades vorgestellt. Öffnen Sie den Karton mit Hilfe geeigneter Werkzeuge. Achten Sie dabei auf einen ordnungsgemäßen Einsatz, um dem Inhalt und Ihnen selbst keinen Schaden zuzufügen. Überprüfen Sie, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen. Eine Laufradgabel inklusive Rad, ein Rahmenteil inklusive Sattel und Rad, ein Lenker und eine Hülle mit Bedienungsanleitung, 2 Sechskantschlüsseln, einer Lenkachse und 2 Schrauben für die Lenkermontage. Und für den Umbau zum Dreirad? Eine Achse, ein Rad, 2 Muttern, 4 Beilagscheiben, ein langes Distanzstück und 2 kurze Distanzstücke. Für die Montage benötigen Sie zusätzlich eine Schnabelzange und einen Drehmomentschlüssel. Stecken Sie das Rahmenteil mit der Laufradgabel zusammen. Führen Sie die Lenkachse mit dem spitzen Ende voran durch die Laufradgabel und das Rahmenteil, bis diese nicht mehr zu sehen ist. Positionieren Sie den Lenker so, dass die geschwungene Seite zum Sattel und die Aussparung nach unten zeigt. Führen Sie beide Schrauben durch die Bohrlöcher des Lenkers hindurch und ziehen Sie diese fest. Achten Sie besonders in diesem Fall auf das in der Bedienungsanleitung angegebene Drehmoment, da es sich hier um Holzgewinde handelt. Sie haben die Möglichkeit, die Sattelhöhe der Größe des Kindes anzupassen. Öffnen Sie hierzu die dargestellte Schraubverbindung mit Hilfe des beigelegten Sechskantschlüssels. Entnehmen Sie die Mutter, ein Distanzstück und eine Beilagscheibe. Entnehmen Sie anschließend auch das Rad, die Achse, die zweite Beilagscheibe und das zweite Distanzstück. Öffnen Sie die dargestellten Schraubverbindungen mit Hilfe der beiden beigelegten Sechskantschlüssel. Entnehmen Sie anschließend beide Muttern und die dazugehörigen Achsen auf der gegenüberliegenden Seite. Sie können nun den Sattel inklusive beider Kunststoffteile entnehmen. Beide Kunststoffteile sind durch eine einseitige Abschrägung optimal an das schräg zulaufende Rahmenteil angepasst. Positionieren Sie beide Kunststoffteile in ein für die Höhe passendes Bohrloch im Steg des Sattels. Positionieren Sie anschließend den Sattel inklusive beider Kunststoffteile zwischen das Rahmenteil. Haben Sie die passende Höhe gefunden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Schieben Sie die Achsen durch das Rahmenteil und die Sattelbohrung. Stecken Sie beide Muttern auf die Achsen. Ziehen Sie diese anschließend fest. Stellen Sie das Laufrad auf einen flachen Untergrund. Stecken Sie die Achse durch die rechte Bohrung. Stecken Sie ein Distanzstück und eine Beilagscheibe auf die Achse. Positionieren Sie das Hinterrad zwischen die Gabelenden. Führen Sie anschließend die Achse durch die Bohrung des Hinterrades hindurch.
Legen Sie das Rahmenteil auf einen flachen Untergrund. Sichern Sie dabei die Achse vor dem Herausrutschen mit Ihrer Hand. Stecken Sie die Beilagscheibe und das Distanzstück auf die Achse. Führen Sie die Achse anschließend wieder in die Bohrung. Stecken Sie die Mutter auf die Achse und ziehen Sie diese fest. Ziehen Sie aus Gründen der Sicherheit sämtliche Schraubverbindungen mit Hilfe des zweiten beigelegten Sechskantschlüssels noch einmal nach. Beachten Sie hierbei das in der Bedienungsanleitung angegebene Drehmoment. Ein Überdrehen kann zum Defekt und damit zu Verletzungen am Kind führen. Überprüfen Sie abschließend, ob sich das Rad leicht laufend drehen lässt und nicht unrund läuft. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Dreiradkits haben Sie die Möglichkeit, das 7 Zoll Holzlaufrad als Dreirad zu benutzen. Gehen Sie für den Umbau wie folgt vor. Überprüfen Sie, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind: eine Achse, ein Rad, 2 Muttern, 4 Beilagscheiben, ein langes Distanzstück und 2 kurze Distanzstücke. Öffnen Sie die dargestellte Schraubverbindung mit Hilfe des beigelegten Sechskantschlüssels. Entnehmen Sie die Mutter, ein Distanzstück und eine Beilagscheibe. Entnehmen Sie anschließend auch das Rad, die Achse, die zweite Beilagscheibe und das zweite Distanzstück. Stellen Sie das Laufrad auf einen flachen Untergrund. Schrauben Sie eine Mutter auf das eine Ende der Achse. Stecken Sie anschließend eine Beilagscheibe, ein Rad, eine zweite Beilagscheibe und ein Holzstück auf die Achse. Achten Sie hierbei darauf, dass es sich um ein kurzes Holzstück handelt, dessen einseitige Abschrägung vom Rad wegzeigt. Stecken Sie das lange Holzstück zwischen die Gabelenden. Dieses ist als Abstandshalter für die Gabelenden gedacht. Führen Sie nun die Achse durch die rechte Bohrung am Gabelende. Stecken Sie das dritte Holzteil, ein Rad und eine Beilagscheibe auf die Achse. Achten Sie hierbei darauf, dass es sich um ein kurzes Holzstück handelt, dessen einseitige Abschrägung vom Rad wegzeigt. Positionieren Sie die vierte und letzte Beilagscheibe auf der zweiten Mutter. Stecken Sie anschließend beides auf die Achse und ziehen Sie die Mutter fest. Ziehen Sie aus Gründen der Sicherheit sämtliche Schraubverbindungen mit Hilfe des zweiten beigelegten Sechskantschlüssels noch einmal nach. Beachten Sie hierbei das in der Bedienungsanleitung angegebene Drehmoment. Überprüfen Sie abschließend, ob sich das Rad leicht laufend drehen lässt und nicht unrund läuft. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt, Probleme mit der Montage oder einen Grund zur Beanstandung haben, so sind wir für Sie jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf unserer Website. Das Team von Star Trademarks wünscht Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit dem Produkt.